Wie bist du auf diesen Weg gekommen mit diesem Teeweg? Also wie fing das an? Das fing ganz einfach an. Ich habe als Kind von meinen Eltern natürlich immer wieder gehört, was sie verwenden und was den Tieren hilft. Weil wir waren zu Hause kleine Bauern und haben dann natürlich das Gold in unserem Stall gehabt. Mhm. Das hat uns getragen, das hat uns ernährt, für das haben wir eigentlich gelebt. Und damit habe ich als Kind schon erfahren, was in der Gegend wächst, was uns zuträglich ist und was uns hilft. Und damit habe ich zwar als Kind erfahren, was da ist, aber ich habe nie erlebt, wie man das auch wirtschaftlich umsetzen kann. Und als ich dann zur Schule ging, habe ich immer nur erfahren, was Überproduktion ist, was wir nicht brauchen, was eben nichts bringt und wo der Staat viel Geld verliert. Und dann habe ich drei Bauern kennengelernt in meiner letzten unselbstständigen Arbeit, die begeistert waren. Die haben Kräuter angebaut. Und ich habe aber sehr schnell erkannt, die haben keine wirkliche Zeit, das zu verkaufen, das umzusetzen. Mhm. Und als ich dann arbeitslos wurde, habe ich diese drei gefragt. Und die haben zu mir gesagt, ja, also wir haben dich kennengelernt, wir können uns das vorstellen, mit dir gemeinsam zu tun. Machen wir es doch einfach. Und damit habe ich eigentlich erkannt, wow, was hier wächst, das kann auch Arbeitsplätze schaffen. Und das ist nicht nur gespinnert, sondern das Mhm. hat Sinn. Und das hat eigentlich immense Freude in mich erweckt und das hat mich bis heute getragen und wird mich auch noch viel weiter tragen. Mhm. Die ersten Schritte waren die schwierig. Also ich kenne das ja Von dir auch. selber. Ich denke, das ist wie eine Prüfung. Da geht man erstmal so ein Jahrzehnt und da wird dann aussortiert, ob das der Weg ist Ja, oder ob das nur eine Idee ist. ja, War das bei dir auch so? natürlich. Also die Prüfungen gibt es auch Mhm. heute noch. Mhm. Aber ich habe mir, und da bin ich auch sehr glücklich, weil ich eine sehr schöne Kindheit hatte. Ich habe mir wirklich immer die schönsten Seiten rausgesucht Mhm. und habe gesagt, ja, also ich kann mich doch jetzt voll auf das konzentrieren, was ich will und was mir Freude macht. Und diese Freude hat sich sehr, sehr schnell auch umsetzen lassen. Das heißt, ich habe die Bauern begeistert, diesen Weg weiterzugehen. Denn die haben ja natürlich auch immer wieder gehört, was nicht geht, was man nicht darf, Mhm. was die Bauernkammer verbietet oder die Apothekerkammer. Mhm. Mhm. Genau. Und damit habe ich eigentlich erkannt, wenn ich so gehe, wie die alle sagen, dass es nicht geht, ja, dann geht es natürlich unweigerlich bergab. Und ich habe mir dann immer wieder diese kleinen Weisheiten, Bauernweisheiten, viele Kleinigkeiten rausgenommen, wo ich gesagt habe, und das bringt mich weiter. Mhm. Also ich habe nicht Brennnesseltee auf meine Packungen geschrieben, sondern ich habe nur Brennnesselblätter draufgeschrieben. Und damit bin ich unendlich beschenkt worden, denn die Brennnesseltee draufgeschrieben haben, die wurden bestraft. Und wo ich Brennnesselblätter Mhm. draufgeschrieben habe, ich wurde belohnt, weil die Leute haben es plötzlich als Tee verwendet, Mhm. zum Kopfwaschen Ja, verwendet klar. und haben damit viel mehr entdeckt. Mhm. Also ich wurde belohnt mit meinen neuen Wegen, die so einfach Mhm. waren. Mhm. Das sind so Eingebungen. Ja, Wie macht man sich frei für Eingebungen? indem man das nicht macht, was andere sagen. Aha, Also ich habe das, bewusst immer anders wie die anderen, damit wurde ich besser wie die anderen und ja, ich wurde selbst cleverer, ja, auch heute noch. ja, 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 Und ja. das hat mich immer weitergetragen, weil ich wusste, dort ist das Ziel, Mhm. nur das Mhm. Ziel Mhm. direkt zu erreichen, das war Forbidden, das war verbotene Zone, weil das haben ja schon viele andere gemacht, schnell Ziele erreichen. Mhm. Und ich habe dann viele, viele Kurven eingebaut und bin dadurch immer wieder beschenkt worden. Ja, das ist die Erfahrung. Ja, die Ja, Erfahrung. das ist wichtig, ja. Ich habe halt am Anfang kein Auto gehabt, ich bin das halt gegangen. Ich bin diese Mhm. Wege Mhm. gegangen mit meiner alten Lederhose und das hat mich immer geerdet. Ja. Und was bedeutet die Sonne? Also, oder woher kommt gerade die Sonne? Die Sonne stammt aus einem auch bäuerlichen Umfeld. Mhm. Als ich begonnen habe, Sonnental zu gründen, musste ich oder wollte ich ein Markenzeichen. Mhm. Und dieses Markenzeichen habe ich im Dorf schnell erkannt, weil dort gab es viele Bauernhöfe, auch unserer, der hatte als Freiheitssymbol Mhm. ein Sonnensymbol drauf. Und dieses Freiheitssymbol wollte ich ja eigentlich in mir Mhm. vereinheitlichen. Ich wollte freier Unternehmer sein, ich wollte Spaß und Freude langfristig Mhm. haben. Mhm. Denn wer frei ist, der kann die Freude wirklich spüren und auch umsetzen. Ja, genau. Und mit diesen alten Geschichten habe ich gewusst, ja, das Sonnensymbol, das trägt. Das ist Kreislauf, das ist Freude, wenn die Sonne im Himmel strahlt.
dann sind alle Menschen gut drauf. Dann sind sie glücklich. Ja. Und das hat mich eigentlich dann dazu bewogen, dass ich gesagt habe, meine Sonne muss 24 Strahlen haben, ist ein Freiheitssymbol und ein Kreislauf und ein langfristiges Glückssymbol für mich. Ja, Sonne im Herzen. Und Sonne in der Hand. Und ja klar, das strahlt ja dann. Ja.